Hallo und willkommen zurück zu Vampyr. Wir haben unser Elternhaus gerade verlassen, werden uns gleich auf den Weg machen zu diesem Park. Jetzt müssen wir, glaube ich, so rumlaufen. Das stimmt auffallend. Werden aber noch mal kurz gucken, was das für ein Typ da ist. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Ja. Not quite as subtle as I expected. Okay, ich würde gerne mit ihr reden. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Was? Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reid. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Und herzlich willkommen zurück beim Gesprächssimulator. Ja, ein bisschen quatschen, glaube ich. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reid? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich? I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reid. And please, don't tell my mother. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face.
How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reid? Or you? Nee. Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reid. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Das war's ja, ne? Ja. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Ach, falscher Knopf. Okay, wir nehmen das mal hier raus. Wir haben jetzt... Genau, ich würde gern die erst machen, dann die. Das ist sie. Er ist hier drin. Jo, Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reid. Welcome, Dr. Reid. Welcome to my humble shop. okay. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Alter, den kann ich jetzt schon nicht leiden. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want.
I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet? What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Okay. Den können wir halt noch nicht snacken, aber Do you wir können need ihn... medical help? You would save my life, Dr. Reid. I have not felt so bad in many years. Ja. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined my appetite. Okay. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Detail eines guten Griffs, guter Abzug. Opium. Wir haben halt echt Kohle ohne Ende, ne? Ich würde die mal beide kaufen. Und auch das kaufen. Und auch das kaufen. Wir haben ja Geld. Ah, Good nein. evening, Dr. Goodbye, Mr. Russell. Gut. The night is so peaceful. I understand exactly what that poet meant the other night. Den würde ich halt auch gern snacken, der ist mir unsympathisch. Wer ist das? Have you noticed anything since... Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other, and so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny?
Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Das ist es nicht. Hä? How is your... We've spent... When... You know what? Okay. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. Den könnten wir, aber hier fehlen noch ganz viele Hinweise. Achso, wir haben von Venus einfach nur. Okay. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Okay. Hier können wir nicht rein, ne? Nee. Hat nur so aus Spaß dran geklopft. Avery, den kennen wir jetzt schon. Clarence, mit dem haben wir gerade gequatscht. Oh, wir werden hier eine ganze Weile zubringen, glaube ich. Wir gehen erstmal hier rüber. Hier ist sonst nichts, ne? Ne. Ja, auch nicht. Wir sind in Temple Garden. Okay. Da kann man nicht rein. Ich würde gerne noch in viel mehr Gebäude reingehen, tatsächlich. Ich finde das voll geil. Aber na gut. Da hinten ist jemand. Juckt uns allerdings jetzt gerade nicht wirklich. Wir machen hier mal auf. Ach, das vergesse ich jedes Mal, dass die dann explodieren. Nimm mal die Tasche mit. Okay. Oh. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Oh! Oh, oh, Ausdauer, 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 mein Schatz. Nein! Okay, den haben wir. Oh, shit. Jetzt haben wir. Okay, wir müssen aber wegwuschen, weil der explodiert ja gleich. Okay. Damit haben wir sie alle. Ist deine Tasche dabei? Nee.
Hier hoch. Da ist Blut. Kann man das untersuchen? Nee. Okay. Und jetzt? Ach, ich bin so doof. Das wollte ich gar nicht. Oh nein. Ah, hör auf. Oh, was? Ist falsch mit euch? Oh, shit. Wo kommt der her? Okay, alles klar. Uah. Wo ist denn der hin? Oh, fuck it, ey. Oh ja, genau. Ich will nicht auf der Treppe gegen den kämpfen. Oh, was ist denn los mit dem? Oh, shit it. Okay, wir haben nichts mehr. Kannst du mal aufhören damit? Hör auf. Oh, shit, 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 shit. Shit. Jonathan, hau ab. Oh, shit. Oh, wir sind gleich tot, wir sind gleich tot, wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Ja. Fuck it. Mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet, tatsächlich. Ich dachte, wir machen ja eine gemütliche Gesprächsfolge. Die sind halt echt übel, ne? Ich muss eigentlich erst nochmal in meine Unterkunft. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Hä? Ich bin vorbeigelaufen, ich Depp. Ich bin so doof. Analysiere das mal. Okay. Und hier können wir ein bisschen was auseinandernehmen. Das machen wir jetzt mal schnell. Ja, wir hatten doch noch das hier eigentlich, ne? Ne, ich bin Depp. Das geht nicht mehr. Das können wir noch eins machen. Migräne machen wir 2. Wir haben keine mehr gegen Erschöpfung. Dann machen wir einmal 3. Kältung machen wir noch mal. Bronchitis.
Nummer 2. Lungenentzündung können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Hier können wir noch eine machen. So. Können wir nicht, kann man. Achso, ist voll. Können wir nicht. Ah nee, warte, ich wollte noch mal ganz schnell. Welche Waffe nutzen wir denn jetzt gerade im Moment eigentlich? Wir nutzen das hier, ne? Einmal auf, bitte. Zack. Können wir die gleich nochmal? Ne, können wir leider nicht. Brauchen wir guten Griff wieder dafür. Und hier brauchen wir auch einen guten Griff. Okay. Uns fehlt Blut. Und zwar eine Menge. Sie ist da unten. Da hustet jemand. Da würde ich jetzt ungern hingehen, tatsächlich. Das ist zu. Oh. Wer bist du denn? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reid. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones, their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reid? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before...
It does not matter anymore. I'm so hungry. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Das sah so aus, das kann ich hier rein, aber kann ich nicht. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ah, hier hinten. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Forgive me. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Bandstufe 4 brauchen wir dafür, ne? Das ist natürlich doof. Aber nicht. Da ist Clarence. Ich muss immer mal wieder auf die Karte gucken, es tut mir sehr leid. Support the equality between men and women. Das ist nix. Ich bräuchte Blut, ich bräuchte Blut. Das ist mein Zuhause. Aber hier leben doch noch mehr Leute, oder nicht? 2, 4, 5 Stück haben wir noch nicht gefunden. Ne, hier oben sind auch noch welche. Aber es kann natürlich ja sein, dass die in diesem Askalon-Club sich rumtreiben. Wo ist das? Ich muss auf die Karte gucken. Das ist hier hinten, okay. Das ist mir zu weit weg jetzt. Und das ist hier rechts hoch. Guck mal. Können wir doch mal schauen. Da ist auf jeden Fall jemand, der uns vermutlich nicht sonderlich nicht sonderlich wohlgesonnen ist. Easy does it, boys. We can get in weapons ready. We Snuff it, Lynch. Fuck, it's fun. Ich sehe es nicht. You'll pay for that. Okay, der ist tot. Haben wir noch einen? Ah. Also da muss ich sagen, ist die Stimmung halt echt hakelig, weil du siehst es dann teilweise nicht mehr. Da kann man hoch. Oh.
Das sind viele. Da hoch. Wo sind wir? Ach, hier hinten. Ist klar. Gehen wir da runter? Ach, ich bin so doof. Wollte ich gar nicht. Das sind wirklich verflucht viele, die sich da rumtreiben. Was ist denn in seiner Handtasche? Da. Okay. Dann bleiben wir doch dabei. Skull. Schläger von Preben. Zack. Mein Gott. Nee, nix Burning. Nochmal hier. Na, mach das doch auch jetzt. Guck mal noch. Hier rein. Und in die Tasche. Das ist ein Skal. Treibt sich dahinter irgendwo rum, ne? Das richtig sehe. Da hat hier jetzt geblinkt. Nun gut. Da ist einer. Ach, scheiß drauf, komm. Den nehmen wir jetzt. Oh. Ach komm. Ich vergesse es jedes Mal. Wo zur Hölle soll das sein? Da ist auf jeden Fall noch was. Da oben ist ein boshafter Skal. Hier drüben kann man noch eine Donne aufmachen, dann machen wir. Jetzt sind wir bei 38 Minuten, sehe ich gerade. Das sind halt so viele. Das ist ja das Problem, was ich vorhin schon mal hatte. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich außen rumgehen kann. Ich könnte von der anderen Seite ran tatsächlich. Sehe ich gerade. Das probieren wir auf jeden Fall. Achso. Ich müsste theoretisch von hier aus ran können. Oder auch nicht. Doch, hier müsste es reingehen. So. Jetzt komme ich von der anderen Seite ran, das ist vielleicht gar nicht so doof. Na, hier hoch. Hoch. Große Bestie. Ich muss da lang. Oh, oh, mich hat jemand gesehen. Oh, oh. Oh, oh.
Shit, ich hätte mehr snacken sollen von der. Ach. Ach, rüstet doch nicht wieder rum hier. Ah, siehst du. So. Ist jetzt vorbei? Danke. Okay. Wo zur Hölle muss ich hin? Da ist nix. Ich muss schon hier lang, ne? Ich muss irgendwo hier, muss es sein. Ich weiß noch nicht genau wo. Was ist eine Lampe? Jetzt habe ich wieder. Liegt da noch? Ich bin wirklich, wirklich verwirrt. So wirklich, wirklich. Da ist ein Skull. Den mache ich jetzt mal noch platt schnell. Oh. Einer vor allen Dingen, ne? Das sind genau diese 4. Mit denen ich vorhin schon Probleme hatte. Ach komm. Stirb doch einfach. Ah, ja. Oh nein. Ja, komm, hau ab, Mann. Das ist diese Ausdauer, macht mich fertig. Jetzt. War's, ne? Gut. Du hast keine Tasche hier. Da. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wo zur Hölle soll denn hier ein Brief sein? Nix. Nix, 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 nix. Unten, glaube ich. Ich verstehe es gar nicht. Ich habe die Ausdauer ja eigentlich schon gut geskillt, dass ich da trotzdem nicht weiterkomme direkt mit meiner Ausdauer. Die reicht halt einfach nicht. Machen wir hier auf. Wo zur Hölle soll denn hier ein Brief sein? Muss ja irgendwo dort oben sein dann eigentlich. Da ist der Skull. Die haben wir gekillt.
Doch mal hier oben drüber. Der ist bestimmt total offensichtlich und ich renne die ganze Zeit dran vorbei. Muss mal kurz gucken hier. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ah, es ist schon 46 Minuten und ich suche immer noch diesen deppigen Brief, ey. Schön, dass wir Opium gefunden haben. Das ist ein Traum. Muss mal da hoch. Das ist so eine Art Hinterhof. Ich bin wirklich sehr verwirrt. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Und dann suchen wir weiter. Vielleicht google ich es auch, mal gucken. Also, habe jetzt auch keine Lust, hier stundenlang rumzurennen und einen Brief zu suchen. Vielen Dank, macht's gut. Ciao.